Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute noch einmal kurz, wir sprechen einmal kurz über die Kläden. Wir wollen uns einmal das Fazit anhören von mir. Hannes. Du wirst immer besser, immer besser. Nun ja, ich hatte dieses Gerät nun ein paar Tage da. Wir haben inzwischen fast Anfang Dezember. Sie wird heute abgeholt. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen mit dem Video, muss ich auch sagen. Und jetzt kam vorhin der Anruf, die wird gleich abgeholt. Oh, der muss aber schnell noch das Fazit aufnehmen. Was ist gut und was ist schlecht an dem Gerät? Gut, wir haben jetzt ungefähr 80 Hektar mit dem Gerät gemacht, hatten das vor dem TerraTrug und hatten das vor dem Fendt. Was können wir euch zuerst sagen? Ansonsten, das Gerät grundsätzlich ist schon mal sehr gewaltig. Es ist groß, keine Frage. Da passt auch eine Menge Saatgut und Dünger rein. Sollte wohl auch bei einer Maschine, die 6 Meter Arbeitsbreite hat. Ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen? Befüllung. Geil gemacht ist dieser Tritt hier oben, was aber ein Nachteil ist. Wenn das Gerät angeklappt ist, dann ist auch das Gitter da oben vor und du kannst da oben nicht mehr drauf stehen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn du eine Tonne Big Bag hast und ein Teleskoplader und wir haben 70/45, das heißt 7 Meter ausgefahren, reicht das nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie schräg hier rankommen, von hinten schräg auch nicht. Sind dann von der anderen Seite rangefahren, sind hier oben rauf gekrabbelt. So richtig mit dem Befüllen war es nicht geil. Geiler wäre es, wenn man es in der angeklappten Position klappen könnte. Das wäre natürlich ein bisschen besser oder beziehungsweise in der angeklappten Position befüllen. Denn wir kommen nicht richtig auf diesen Tritt rauf, wenn wir das Gerät angeklappt haben. So, weiter geht's, Leute. Ich muss da einmal kurz die Post entgegennehmen. Die Befüllung haben wir zu dem Punkt, also das ist schon ziemlich schwierig. Wenn wir auch zum Beispiel auf der anderen Seite sehen, auf diesem kleinen Tank, kann ich mir auch vorstellen, da oben, obwohl das ja ein eigener Tritt und alles. Na gut, den habe ich nicht gesehen, also ich habe nichts gesagt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Hier vorne haben wir nochmal Hydraulikzylinder, damit wir so ein bisschen das ausrichten können, damit das Gerät gerade fährt. Noch so, dass das alles so ein bisschen in der Waage steht. Und das ist auch schon so der erste Kritikpunkt, der kommt. Wenn jemand, ein Fahrer, Aushilfsfahrer, man hat das alles eingestellt und man kommt an die Taste von den Unterlenkern und verstellt das etwas, dann steht das Gerät nicht mehr in der Waage und das kann dazu führen, dass die erste Reihe zu tief oder zu flach geht und die zweite Reihe entsprechend das Gegenteil macht. Das heißt, wenn ich vorne runter mache, komme ich auch da mit der Saatreihe zu tief und hier hinten zu hoch. Das ist uns passiert. In der Zeitrafferaufnahme sieht man es. Die hinten laufen nicht richtig in der Erde. Wir haben nachgewalzt. Gott sei Dank ist gar nichts passiert. Man sieht auch keinen Unterschied. Bei Raps könnte die Welt schon anders aussehen. Wir haben das Ding mit Unterfußdünger gefahren. Lief wunderbar. Saatgutanlage. Was man sehen kann, wenn wir natürlich unsere Dämme haben, dann ist die Saatgutablage natürlich tiefer, wenn wir die Dämme haben. Das ist ganz logisch. Und da sind die Pflanzen jetzt auch ein bisschen heller. Wir gucken uns gleich nochmal den Feldaufgang an. Ne? Da sind die Pflanzen auch ein bisschen heller. Das größte Manko, was ich hier beim Arbeiten gesehen habe, die Schneidscheiben sind im Prinzip keine Schneidscheiben. Das heißt, wenn wir Wildschaden haben und da liegen Pflanzen am Boden und die sind noch lang, dann lässt dieses Gerät die auch lang und wir schieben gigantische Haufen auf. Also mit langem Material kann diese Maschine gar nicht arbeiten. Und beziehungsweise wir haben angefangen und ich habe gedacht, Mensch, die macht aber Top-Arbeit, aber sieht aber auch vorzüglich aus, wirklich, ne? Der Punkt ist, diese Schneidscheiben müssen echte Schneidscheiben sein. Bisschen wie beim Vollmer, richtig große Schneidscheiben und die Tiefenführung oder beziehungsweise müsste eigentlich auf Rädern passieren. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wir haben vorne eine Reifenvariante, hinten eine Reifenvariante. Die Schneidscheiben durchschneiden das Ganze und schneiden wirklich nur, auch wie beim Vollmer-Gerät durch. Und dann haben wir hinten auch gar keine Probleme mit Material, was oben drauf liegen bleibt. Ne? Und ich würde auch sagen, die Höhenanpassung läuft deutlich besser. Weil das ist der nächste Punkt. Oh, da muss ich tippen. Das ist der nächste Punkt. Was mir überhaupt nicht zugesagt hat, ist im Prinzip die Rückverfestigung. Die ist ja quasi nicht da. Wir haben hier hinten, dann haben wir hier im Prinzip diese Paddel, die das Ganze zuarbeiten. Dann haben wir da drauf Erde zu liegen, aber es ist nicht fest. Und das gefällt mir auf meinem Standort nicht. Muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir nicht. Du musst wirklich nachwalzen. Wir haben
versuchshalber ein Feld nicht gewalzt. Da sieht der Feldaufgang nicht so gut aus. Der sieht gut aus, aber nicht wirklich gut. Und wir haben das meiste im Herbst, wir haben Ultra-Arbeitsspitzen und ich hatte mit der Tigerdrill ja eigentlich ein System, wo ich nur eine Maschine im Einsatz habe und alle anderen können andere Arbeit machen. Das habe ich mit dem Gerät dann nicht mehr. Das heißt, ich brauche jemanden, der walzen muss. Ich habe natürlich den Vorteil, wenn ich schwere Böden habe, ich habe hinterher die Krümeligkeit mit der Walze, aber wir müssen auch das Zeitfenster finden. Wir hatten ja nun die Aussaat im Herbst und in dem Video, wo ich das vor dem 900er Fendt eingesetzt habe, waren so 40 bis 60 Bodenpunkte. Wir haben hinterher gewalzt, aber wir mussten auch entsprechend die Tage abwarten, bis das funktioniert hat. Also dann kam immer wieder Regen und nach 4 Tagen waren wir dann doch drüber mit Walzen. Aber die Bedingungen waren nicht perfekt zum Walzen, muss man ehrlich sagen. Es fährt eine extra Maschine rüber. Das ist eigentlich der Punkt, den ich so ein bisschen anmerke. Dann ein weiterer Punkt, dieser Abstand. Ihr könnt euch vorstellen, wir können nicht richtig in die Ecke reinarbeiten. Ne? Wir haben ja bis hier hinten haben wir Elemente. Das heißt, wenn wir in die Ecke stoßen, haben wir hier gerade mal eine Reihe und hier vorne würde die andere Reihe kommen. Ne? Weil bei der Tigerdrill haben wir die Saatreihen ganz hinten am Ende. Wir schieben in die Ecke rein, wir lassen runter und wir haben einen wunderbaren Aussaat bis in die Ecke rein. Die Striegel verhindern das Ganze so ein bisschen. Weil ihr könnt euch vorstellen, das ist fast maximal ausgehoben. Viel mehr geht nicht. Ein bisschen geht noch, aber nicht mehr viel mehr. Das heißt, wenn man hier hinten am Rand einen kleinen Busch hat oder ein kleines Feld oder eine kleine Erhöhung, kommst du mit dem Striegel schon nicht mehr weiter. Du kannst nicht über die Ecke rüberschieben, um dann runter zu machen, um auszusetzen. Genau. Das ist so ein bisschen das, was ich sagen muss, wo ich so denke, das ist das Manko bei diesem System auf meinem Standort. Ich denke wohl, auf schweren Böden funktioniert das gut, weil man vielleicht auch nachwalzen muss. Dann ist es ja kein Kritikpunkt, weil dann funktioniert das auch. Aber auf meinen Böden, wo eine Aussaat reichen würde, funktioniert es so nicht. Da muss ich sagen, wenn der Boden richtig fest und hart ist, ziehen wir hier eigentlich nur eine Bahn raus und diese Erde fehlt da am Ende auch drin. Das heißt, wir haben da kleine Rinnen drin. Wir haben zwar Feldaufgang rechts und links, aber wir haben kleine Rinnen da drin. Denn die Erde, die wir oberflächlich sehen, die wird von diesen und diesen scharf verteilt. Wir bearbeiten eigentlich nur, wenn ihr seht, diese Breite in der Tiefe und diese Breite dann in der Breite, wo wir auch das Saatband auslegen. Aber wir haben ja nachher Erde auf dem ganzen Bereich zu liegen, wo wir letztendlich auch Erde verteilt haben, die da eigentlich gar nicht hingehört. Die gehört ja eigentlich wieder zurück in diese Rinne. Weil sonst haben wir ja im Prinzip dieses Bodenprofil. Was vielleicht in erster Linie gar nicht schlimm ist, aber was mir aufgefallen ist, am Vorgewende, feuchte Bedingungen, wird wirklich nur dieser Streifen rausgezogen. Feuchte Bedingungen, Stichwort, ist auch so ein bisschen eines der Stärken dieser Dinger. Weil ja im Prinzip nichts im Vorfeld rüberfährt, kann ich auch bei relativ feuchten Bedingungen hier mitarbeiten. Und ich habe ja keine Rückverfestigung, wodurch ich halt auch nichts wieder anklebe. Also ich gatsch das Ganze nicht zusammen. Und das ist eigentlich eines der Vorteile. Was ich mir wünschen würde, wäre eine Reifenvariante vorne. Vielleicht nicht komplett geschlossen, aber eine Reifenvariante vorne, damit die Schneidscheiben richtige Schneidscheiben wären und dann hinten am Ende auch nochmal Reifen, wo er drauf läuft. Die auch die Rückverfestigung übernehmen. Ne? Man muss natürlich gucken, sicherlich wird das ganze Gerät dann irgendwie länger oder umkonstruiert sein, aber es muss ein bisschen anders kommen. Denn wenn wir auch umdrehen am Vorgewende, dann ist die Last auch mit vollen Behälter schon sehr groß und man fährt schon Spuren rein. Also man sieht das schon am Ende, dass man darüber gefahren ist. Da sehe ich natürlich deutliche Vorteile von komplett geschlossener Reifenreihe. Das ist so ein bisschen der Punkt. Wir gucken uns das Ganze mal auf dem Feld an. Da gehen wir jetzt mal hin. So, jetzt sind wir auf dem Feld angekommen. Meine Gerste, Aussaatzeitpunkt 15. Oktober. Ist schon ein bisschen spät, ist eine Hybridgerste. Spätsaat verträglich. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? All meine Kritikpunkte, aber der Feldaufgang gibt dem Gerät einfach recht. Also hier muss man auch sagen, sandiger Boden, schön eben, also ist wieder eingeebnet. Man sieht hier gar keine Rinnen. Ne? Man sieht hier jetzt halt wirklich, dass wir Bereiche unberührt gelassen haben. Hier so ein bisschen die Kräuter kommen jetzt hoch, aber gar nicht wirklich viel. Und es sieht gut aus, muss man sagen. Es sieht wirklich gut aus. Verteilung ist halt ein breiterer Spalt, dann haben wir hier in der Lücke erstmal nichts. Viele merken dann wieder an, wie sieht es aber aus, die Standraumverteilung ist doch viel schlechter. Ich muss mal gucken, ich habe gestern gerade eine Untersuchung von Amazone gelesen, die haben das Ganze mal untersucht und kamen zu dem Entschluss,
dass bis 25 cm in den meisten Fällen es keine ertraglichen Unterschiede gibt. Ich gucke mal runter und dann versuche ich euch das zu verlinken, wenn ich das nochmal finde. Ich hoffe, ich finde es nochmal. Ja, was soll ich sagen? Das haben wir jetzt auch übergewalzt. 5 Tage, nachdem ich das hier gedrillt hatte, dann kamen wir rauf. Was man aber sagen kann, wir haben jetzt hier war die alte Maisreihe, das war noch in Richtung Fahrgasse und hier ist unsere Aussaatrichtung. Wir haben eigentlich Aussaat immer schräg zur Fahrgasse. Warum, habe ich schon in ganz vielen anderen Videos erklärt. Wir haben aber auf unserem Versuch zum Beispiel haben wir dieselbe Richtung wie die Maisreihe. Dann haben wir ein bisschen mehr Probleme, weil wir dann diese Dämme haben und dann kommt es dazu, dass wir bestimmte Dinge, also bestimmte Reihen tiefer ablegen und bestimmte Reihen höher ablegen. Das ist natürlich nicht so geil. Aber alles in allem, es sieht hervorragend aus. Es sieht wirklich hervorragend aus. Auf dem ganzen Acker, auch da, wo wir den Versuch gemacht haben, da werdet ihr demnächst in der AKF das noch sehen, wo wir den Versuch mit der Primera und mit der Tigerdrill gemacht haben. Es ist ein wirklich hervorragender Feldaufgang. Wie gesagt, aber wir haben alles nochmal übergewalzt. Auch hier seht ihr ja, ne? Die Maisstoppeln sind zwar da, aber kaputt. Hier irgendwo standen auch noch welche. Die gucken zwar raus, aber die sind kaputt. Ne? Hier, die sind ja schon richtig ausgefressen. Da auch. Da. Also, einmal übergewalzt. Und dann sieht das Ganze auch gut aus, hier überall. Ne? Ist ja alles so brüchig, morsch geworden. Auch der hier liegt zwar ein bisschen ganz, aber auch der hier unten ist angebrochen, wo dann die Feuchtigkeit und die Frostsprengung den Rest macht. Ja, wie gesagt, alle meine Kritikpunkte, aber der Feldaufgang gibt dem Ding recht. Also, woran müssen Sie arbeiten? Definitiv an das Zerschneiden der Erntegüter. Definitiv. Und an der Rückverfestigung. Und dann kann ich mir das Ding auch auf meinem Betrieb vorstellen. Weil dann bringt das Ding unfassbar viel mit, muss man sagen. Aussaat in einem Arbeitsgang, alles wunderbar fertig. Das funktioniert auch auf feuchten Bedingungen. Ich habe ein Vorgewende gemacht, da war es richtig glasig, der Boden, weil es so unterm Wald war. Da wollte es halt nicht mehr abtrocknen. Das hat wunderbar funktioniert, wunderbarer Feldaufgang. Da steht jetzt kein Wasser, gar nichts. Das läuft hervorragend ab. Ja, da sind so viele Punkte, die dem System einfach recht geben, wo man sagen muss, das ist einfach eine gute Drillmaschine. Aber ich sehe da einfach Verbesserungspotenzial. Beim Durchschneiden der Substrate, die noch an der Oberfläche sind und ja, bei der Rückverfestigung. Wenn das Ganze irgendwie mit einem Reifenpacker gebaut ist, dann ist das schon ein krasses, unschlagbares System. Ne, dann ist das schon etwas, was auf ganz vielen Standorten passen kann. Wir gehen mal kurz ins Auto und reden über den Rest. Das ist nämlich unfassbar kalt geworden. Oh, wir haben morgen den 1. Dezember. Dann wisst ihr, wann ich das heute gedreht habe. Also kurz vor Veröffentlichung. Weil ich wollte auch wirklich noch den Feldaufgang mitnehmen, um zu gucken, wie es aussieht. Weil das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil man in seinem Fazit immer gleich das Ergebnis feststellen kann. Also, das größte Problem ist einfach diese Haufenschieben. Das ist wirklich krass. Weil ihr könnt euch vorstellen, ich habe überall Haufen. Und wenn ich jetzt überall mit der Scheibenecke vorher nochmal rüber tigern muss, um das Substrat zu zerkleinern, dann bringt dieses System mir keinen Mehrwert mehr. Weil das ist ja etwas, was ich vermeiden wollte. Ich will ja bewusst einige Bereiche No-Till lassen. Das ist ja im Prinzip eine Hybridmischung. Ne? Strip-Till ist ja eine Mischung zwischen Till und No-Till. Das heißt, einige Bereiche werden bearbeitet und einige Bereiche werden in Ruhe gelassen. Und finde ich speziell vielleicht ein richtig gutes Hybridsystem, weil es vielleicht den Einstieg für viele Betriebe hinsichtlich flugloser Bodenbearbeitung, No-Till, ein bisschen verbessert und erleichtert. Mir haben Leute geschrieben, also mir haben ganz viele geschrieben, dass sie diese schon einsetzen und diese haben, die Kladen. Und Negatives war nicht dabei. Also es war immer nur positiv von dieser Maschine. Feldaufgang gut, Ablage gut, Erträge gut. Also einige fahren die schon seit Jahren und sind immer wieder begeistert. Alle haben mir aber geschrieben, nicht alle, aber welche, was sie mir geschrieben haben, Verbesserungswürdigkeiten war die Rückverfestigung. Das war eins der Punkte. Eine hat mir auch geschrieben, da gibt es auch Umbausätze, ich glaube auf Scheibenschare oder sowas, sodass du auch Direktsaat machen kannst, also Zwischenfrucht oder ähnliches. Genau, weil wenn wir natürlich mit den Scharen auch ohne Tiefenlockerung in den Boden reingehen für eine Zwischenfrucht, dann ist es im Prinzip keine Direktsaat mehr. Ne?
ist vielleicht ein Kompromiss. Muss man sehen, wo wir uns wiederfinden. Man muss einfach sehen, wo wir uns wiederfinden. Fassen wir nochmal zusammen. Ich finde das System eigentlich gut. Auch wenn ich da so viel dran kritisiert habe, aber der Feldaufgang gibt dem Gerät einfach recht. Muss man wirklich sagen. Der gibt dem Gerät auch wirklich recht. Es ist robust, es hält was aus. Wir hatten da 450 PS vor. Das lässt sich auch gut ziehen. Wir hatten jetzt den 39 davor auf 40 bis 60 Bodenpunkte. Auch der ist da 8 bis 10, 11 km/h mitgefahren. Ist für den Anfang gar nicht schlecht. Klar, wenn da ein bisschen Hügel, Berge dazu kommt, auf Sand geht es leichter, auf schwerem Boden geht es natürlich noch schwerer. Das sind so im Prinzip alle Punkte, die ich zu dem Gerät sagen kann. Also, sieht gut aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe es noch ein bisschen videografisch ein bisschen aufbereitet, ein bisschen aufgearbeitet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Gucken wir uns an, was wir dann ein bisschen analysieren. Also Leute, vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.